Hallo Freunde, Sie haben wahrscheinlich von einem mysteriösen Ort in Asien namens Champada gehört. Die heutige Generation glaubt, es handele sich um einen ähnlich mystischen und magischen Ort wie Atlantis oder Lemurien, und tatsächlich wird bis heute darüber diskutiert, ob Champada wirklich existiert oder nur ein Produkt der Fantasie von jemandem ist. Im heutigen Video stellen wir Ihnen diesen mysteriösen Ort vor. Was ist Champada? Manche Leute denken, dass Champada wirklich ein heiliger Ort ist. In welcher göttlichen Ordnung herrscht? Übrigens sprechen buddhistische Schamanen davon, dass dieser mysteriöse Ort gleichzeitig auf zwei Ebenen existieren kann, der spirituellen und der physischen. Eine Erwähnung von Champada findet sich im Buch Karaka Tantra. Glaubt man den Gerüchten, stammt dieser Text aus dem 10. Jahrhundert. Sein Autor ist der Herrscher von Champada namens Shuskanda. Er lebte im alten Indien und brachte von dort die Lehren des Karachakras von Buddha Shakyamuni mit. Als die Muslime im 9. Jahrhundert in Zentralasien einmarschierten. Dieser mysteriöse Zustand ist für viele Menschen unsichtbar geworden. Interessant ist, dass nur spirituell erleuchtete Menschen zu ihr zurückkehren konnten, nachdem sie das Tantra gehört hatten. Shuskanda kehrte zu Champada zurück, beschrieb diese buddhistische Lehre ausführlicher und erklärte sie anschließend zu einer Art Staatsreligion. Im Jahr 966 kehrte diese Lehre aus dem Bereich Champada nach Indien zurück. Bereits im Jahr 1026 verbreitete es sich nach Tibet. Aus diesem Grund sprechen Orientalisten von Shamba, aber als altes Himalaya-Reich existierte es tatsächlich in der Vergangenheit. Wo liegt Champada? Einigen Behauptungen zufolge liegt Champada im nördlichen Teil des Flusseinzugsgebiets. Sito ist von 8 schneebedeckten Bergen umgeben, die in vielerlei Hinsicht Lotusblättern ähneln. Laut tibetischen Texten liegt dieses Reich jedoch in der Nähe des Berges Kailas, der als wahres Zentrum des Universums und Ort starker Energie gilt. Alte-Schamanen glaubten, dass der nördliche Eingang zu Champada im Kalu-Tal lag. Viele Buddhisten glauben, dass Champada eine einzigartige Widerspiegelung der spirituellen Erleuchtung des Bewusstseins ist, aber kein reales Objekt auf der Erde. Trotz unterschiedlicher Meinungen, aber absolut jeder. Sie betrachten den Chabad als einen Ort, an dem nur Menschen mit einer außergewöhnlich reinen Seele und außergewöhnlichem Wissen erfahrene Yogis erreichen können, und einfache Hirten aus Zentralasien bevorzugen die Version, dass es ein Ort ist, an dem Menschen mit positivem Karma und einem reinen Herzen wieder eintreten können, um Erleuchtung und Glück zu empfinden. Aber wer hat diese Legende von einem Paradies auf Erden erfunden, das im Himalaya verborgen bleibt? Es handelte sich um 2 jesuitische Missionare der Kriegskaselle Aoa-Kontrollen, die sich ausbreiteten. Lehre Jesu Christi in Bhutan. Auf der Suche nach dem Chabad versuchten zahlreiche Reisende, Historiker und Forscher über einen langen Zeitraum, praktisch vom Beginn des 15. bis zum 16. Jahrhundert, den Chabad zu finden. Die Hauptrolle bei der Verbreitung zeitgenössischer Ideen über das Imperium spielte Nikolai Hryck, der Champada für das erstaunlichste Phänomen auf unserem Planeten hielt. Zusammen mit seiner Frau unternahm er eine 5-jährige Expedition in die Alteberge des Himalaya und Tibet. Auf seiner Pilgerreise musste er 35 Bergpässe überwinden und die Wüste durchqueren. Darüber hinaus musste die Gobi Angriffen bewaffneter Räuber standhalten, extreme klimatische Bedingungen überstehen und auch den Widerstand lokaler Aufständischer überwinden. Aus seinem Tagebuch können wir erfahren, dass sie während der gesamten Expedition verfolgt wurden. Zu den seltsamsten Phänomenen zählen auch Brände. Röhrig erwähnt auch, dass die Menschen in Tibet mehr als einmal über die Existenz gesprochen haben. Basierend auf all dem so gesammelten Wissen verfasste Champada seinen eigenen Aufsatz unter dem Namen Champada Shining, in dem er alles darlegte, was er sah und wusste, und auch das Manuskript des bereits erwähnten Karaka Tantra aufbewahrte. Übrigens müssen wir noch eine weitere interessante Tatsache erwähnen. Die Sowjetregierung träumte von der Unterstützung und Macht dieses mysteriösen Reiches, und Werich war derjenige, der ihr dabei half. Warum war Champada für die Faschisten nützlich? Manche mögen sagen, dass die sowjetische Expedition aufgrund der mysteriösen Situation keine Wirkung gezeigt hat, vielleicht gibt es dafür logische Gründe. Seite 2 enthält jedoch Hinweise darauf, dass unmittelbar nach dieser Expedition auch die deutschen Nazis mit der Suche nach dem mystischen Champada begannen. Stellen Sie sich vor, sie hätten mehr als 15 Jahre lang Tibet nach Spuren des legendären Reiches abgesucht. Es geschah auf Befehl des Führers selbst.
Wie sicher verstehen Sie? Alle Materialien werden vertraulich behandelt. Glaubt man einigen historischen Informationen, wird die deutsche Akte erst im Jahr 2044 freigegeben und veröffentlicht. Oh, und noch etwas ist daran interessant. Bevor die Nazis Ende 1913 an die Macht kamen, bildete sich im Himalaya eine fünfköpfige Gruppe, zu der auch Wilhelm Bauer und der Raja gehörten. Sie suchten 4 Jahre lang nach Shambhala, aber alle Versuche scheiterten. Obwohl es ihnen gelang, etwas zu finden, auf dem sie aufbauen konnten, handelte es sich um ein altes, in Sanskrit verfasstes Manuskript. Es hieß, 20 bis 30 Jahre vor der Geburt Christi auf der Erde. Außerirdische aus einer fremden Galaxie sind gelandet. Forscher glauben, dass das Dritte Reich diese Informationen für seine eigenen Zwecke genutzt haben könnte, insbesondere zum Bau fliegender Untertassen, von denen zuvor niemand auf der Welt etwas wusste. Nach der Niederlage Deutschlands wurden jedoch alle Modellentwürfe und Zeichnungen vernichtet. Zwar sind mehrere Bilder erhalten geblieben, auf denen seltsame Untertassen mit einer Kabine abgebildet waren. Auf der Tafel war ein Hakenkreuz abgebildet, die Maschine steckte mit mehreren faschistischen Offizieren in Bodennähe fest und viele konnten sie tatsächlich für ein UFO halten. Die folgende Expedition von Shambhala-Suchenden konzentrierte sich auf die Suche nach nepalesischen Klöstern aus den im bergigen Gelände errichteten Klöstern. Obwohl kein direkter Zusammenhang mit Shambhala festgestellt werden konnte, wurde eine große Anzahl antiker Manuskripte nach Deutschland transportiert. Darunter waren die Pfade von Shambhala, die aus dem 17. Jahrhundert stammen. Dieses Buch enthielt eine Liste heiliger Orte, die sich auf dem Weg zum göttlichen Staat befanden. Im Jahr 19138 wurden im Manuskript viele Klöster erwähnt. Wirklich gefunden AO 4 Jahre später wurde eine Abteilung erfahrener Bergsteiger nach Tibet geschickt. Hitler entschloss sich zu diesem Schritt, nachdem es ihm gelungen war, ihn davon zu überzeugen, dass die allmächtigen Bewohner von Shambhala die Zeit zurückdrehen und den Sieg erringen können. Es muss zugeben werden, dass dies das letzte Mal war, dass Deutschland versuchte, Shambhala zu finden, alle 5 Bergsteiger waren dabei in Britisch-Indien verhaftet. Harper gelang schließlich die Flucht aus dem Gefängnis. Dieser Mann durchstreifte 5 Jahre lang Tibet und versuchte, seinen Traum zu erfüllen und das gewünschte Königreich zu finden. Erst 1915 kehrte er in seine Heimat zurück. Er sammelte ein umfangreiches Materialarchiv, das schließlich von den Briten beschlagnahmt wurde. Dann beschloss er, das Buch 7 Jahre in Tibet zu schreiben. Sollen wir der Volkstradition und den Aufzeichnungen in den Büchern der Forscher Glauben schenken? Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass sowohl Menschen als auch Tiere eine Art mysteriöses Zittern verspürten, als sie sich versehentlich den geschützten Grenzen von Shambhala näherten. Den Berichten der Zeugen zufolge glich es dem Eingreifen unsichtbarer Strahlen, alle Lebewesen blieben unwissentlich an den Grenzen des Heiligen Landes stehen. Und es gab keine Macht, die sie dazu bringen würde, weiterzugehen, und diejenigen, die diese verbotene Grenze verletzten, erwarteten nur Elend und Unglück. Auf jeden Fall bleibt uns nichts anderes übrig, als abzuwarten. Vielleicht gelingt es doch jemandem, alle Geheimnisse dieses geheimnisvollen Ortes zu lüften. Wer weiß, vielleicht hilft es dabei, alte Materialien freizugeben, und das ist alles für heute. Geben Sie ihm ein Gefällt mir, abonnieren Sie den Kanal und bis bald. Mit